Und damit wünsche ich euch nochmals einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Nachmittag oder möglicherweise sogar einen wunderschönen Abend, egal wann ihr das Video sehen werdet. Und begrüße euch zu meinem ersten Eindruck und auch meinem Hands-on vom Z Flip 5 von Samsung, was auch im Rahmen des Samsung Unpacked Events 2023 Sommer-Herbst-Version vorgestellt wurde. Auch dieses Video werde ich in verschiedene Kategorien unterteilen. Zum einen möchte ich mit euch natürlich über die Größen, vielmehr Preise und Modellvarianten sprechen, über die Speicherausstattung, über die besonderen Merkmale, die es tatsächlich gegenüber des Z Flip 4 so besonders machen. Und meiner Meinung nach ist es sogar das Modell, was neben der Galaxy Watch 6 und auch Galaxy Watch 6 Classic das größte Upgrade erfahren hat. Wenn auch ihr mehr zu dem neuesten Foldable von Samsung erfahren möchtet, bleibt gerne dran. Schreibt eure Fragen oder Kommentare unten in den Kommentarbereich und dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem ersten Eindruck vom Z Flip 5 von Samsung. Am Anfang wie immer ein Wort zu den Preisen. Meiner Meinung nach hat das Z Flip 5 gegenüber des Z Flip 4 ein deutliches Upgrade bekommen. Zum einen beim Außendisplay. Es gibt jetzt aber auch wirklich verdammt interessantes Zubehör, vor allem in Form von verschiedenen Covern. Es gibt einen schnelleren Prozessor, es gibt einen größeren Speicher zum Einstieg und das Ganze ist ab dem heutigen Tage, ab dem 26. Juli verfügbar bzw. vorbestellbar, und zwar in der Einstiegsvariante mit 256 GB für 1.199 €. Das nächstgrößere Speicher-Upgrade kostet dann 1.319 €, nämlich für 512 GB. Es gibt wie von Samsung gewohnt, auch wie gewohnt aus den vergangenen Jahren, auch eine Vorbestelleraktion. Das heißt, ihr bekommt den doppelten Speicher, wenn ihr Vorbesteller seid, beziehungsweise plus maximal 150 € Eintauschprämie, wenn ihr das Z Flip 5 ordert. Das heißt, ihr könnt zu einem Preis von 1.199 € ein sehr gutes Stück Technik mit 512 GB bekommen. Wenn ihr das erst in 2-3 Monaten ordert, dann sind eben wie gesagt 1.319 € fällig. Das Flip 5 kommt in 4 Farben, zumindest werden die 4 Farben in jedem Store angeboten. Das ist zum einen Graphit, ist natürlich sowas wie ein Anthrazit, Cream, Lavendel und auch Mint. Und im Samsung eigenen Store gibt es wieder exklusive Farben, nämlich in Form von Blau, Grau, Gelb und auch Grün. Und das Gerät besteht aus einer Art Aluminiumrückseite. Auf der einen Seite, wo natürlich nicht das Display ist, und auf der anderen Seite wird das Ganze mit Gorilla Glass Victus 2 geschützt. Das heißt, das Außendisplay ist wirklich sehr kratzresistent, es ist sehr bruchresistent und ihr müsst euch keine Sorgen machen, genauso wie bei einem ganz normalen Smartphone, dass da irgendwie etwas schnell verkratzen sollte. Wenn man sich das Flip 5 anschaut, geht es vom Äußeren wirklich in Richtung des Moto Razr 40 Ultra, was ich euch in der vergangenen Woche schon ausführlich in meinem Review vorgestellt habe. Auch dazu nochmals Video unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise findet ihr natürlich auch alle Inhalte auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wir haben ein deutlich größeres Außendisplay bekommen und auch die Falte im Inneren bei dem Hauptdisplay ist etwas kleiner geworden. Zum Hauptdisplay gibt es im Grunde genommen gar nicht so viel zu sagen. Es ist ein 6,7 Zoll großes Full HD Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, und die Falte ist gegenüber des Flip 4 nochmals verbessert worden. Auch ein kurzes Vergleichsvideo zum Moto Razr 40 Ultra werde ich euch in einigen Tagen auf dem YouTube-Kanal hochladen. Das deutlich interessantere ist aber meiner Meinung nach das Außendisplay. Wie eben schon gesagt, geschützt wird das Ganze durch Gorilla Glass Victus 2, Display-Diagonale 3,4 Zoll. Damit ist es um 0,2 Zoll kleiner wie das Moto-Display. Es ist auch etwas anders geformt und ausgeschnitten. Das heißt, wo Motorola zum Beispiel die Hauptkamera komplett mit eingeschlossen hat ins Display, ist das Ganze bei Samsung ausgespart, was meiner Meinung nach aber auch nicht weniger elegant aussieht. Es sieht meiner Meinung nach sogar etwas eleganter aus, weil das eben ausgespart wurde, weil das eine schöne Kurve, eine schöne Wölbung besitzt. Von daher ist das wirklich sehr gut gelungen. Auch das Außendisplay kann wieder zum Fotografieren genutzt werden, aber es werden natürlich auch Drittanbieter-Apps dort vorhanden sein bzw. unterstützt werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dort Spotify nutzen möchtet über das Außendisplay, ist das natürlich kein Problem. Möchtet ihr Google Maps Navigation nutzen, ist das natürlich kein Problem. Möchtet ihr über das Außendisplay Telefonate führen, ist das kein Problem. Und möchtet ihr über das Außendisplay auch Textnachrichten versenden, über WhatsApp, über den integrierten Messenger, über Facebook Messenger oder whatever, ist das natürlich auch kein Problem.
Danke Alexa im Hintergrund. Die Gehäusedicke ist auch wieder geschrumpft worden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch eine Gehäusedicke im zugeklappten Zustand von 15,1 mm gegenüber 17,1 mm beim vorherigen Modell. Die 17,1 mm im vorherigen Modell kamen dadurch zustande, dass es auf der einen Seite wirklich komplett pressan lag beim Flip 4, auf der anderen Seite aber so einen kleinen Gap, also so eine Spalte besessen hat. Diese Spalte ist, jetzt wiederhole ich mich gerne, wie beim Razer 40 Ultra komplett verschwunden und damit das Teil nur noch 15,1 mm dick bzw. dünn. Das heißt, die beiden Innendisplays oder das Innendisplay, wenn es zugeklappt wird, schließt wirklich komplett bündig ab mit 15,1 mm. Ich glaube auch ein paar Millimeter stärker als das Razer 40 Ultra, aber im alltäglichen Brauch, und das kann ich euch jetzt auch schon sagen, wird das definitiv nicht auffallen. Im Bereich der Leistung und auch des Akkus hat sich dahingehend was geändert, dass wir den neuen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Prozessor dabei haben. Der soll extra optimiert worden sein für Galaxy Smartphones, ich glaube etwas übertaktet. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher dabei und wie gesagt einen etwas größeren Einstiegsspeicher von 256 und 512 GB internen Speicher. Die Akkugröße ist aber komplett identisch geblieben zum Vorgänger, das heißt 3700 mAh. Wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirken wird, das heißt neuer Prozessor, etwas energiesparsamer, dafür etwas leistungsstärker, aber auch etwas größeres Außendisplay, muss man natürlich sehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass Akkulaufzeiten wie beim Flip 4 von ähnlicher Laufzeit herausspringen würden. Samsung gibt hier an bis zu 22 Stunden Nonstop Laufzeit. Bevor es zur Software geht, noch ein Wort zu den Kameras. Innen haben wir eine 10 Megapixel Frontkamera, dann gibt es auf der Außenseite noch 2x12 Megapixel. Das heißt für die Weitwinkel, also die Hauptkamera, die ganz normale Kamera 12 Megapixel optisch stabilisiert, f1.8 Blende und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit 123 Grad Blickfeld. Das heißt, das Blickfeld der Kamera ist schon sehr weitwinklig. Damit dürfte man wirklich sehr viel einfangen können. Und nach Samsungs Informationen ist das identische Setup aus dem Samsung Galaxy S23. Das heißt, die Bilder, die man hier bekommen wird, und das hat auch mein S23-Test bewiesen im Frühjahr diesen Jahres, sie dürften wirklich richtig gut sein. Das heißt, ihr werdet auch mit diesem neuen Stück Technik, Klapp-Smartphone der 5. Generation, wirklich richtig gute Bilder schießen können. Das, was ihr jetzt momentan im Video an Software seht, ist natürlich nicht final. Das hat alles noch nicht Prototypenstatus, aber ja Beta-Status. Aber nichtsdestotrotz läuft das Ganze natürlich unter Android und Samsungs One UI und das Hauptaugenmerk natürlich aufgrund des größeren Außendisplays, weil das ja von 1,9 auf 3,4 Zoll angewachsen ist, ist natürlich die Software auch für das Außendisplay. Das heißt, ihr werdet unzählige Möglichkeiten haben, mit dem Außendisplay interagieren zu können und ihr werdet natürlich auch unzählige Möglichkeiten haben, mit dem Hauptdisplay interagieren zu können, auch wenn es mit 6,7 Zoll relativ groß ist. Das wird auch hier in diesem Falle relativ weit in die Länge gestreckt sein, sodass ein einhändiges Bedienen nur noch so semi gut funktionieren dürfte. Nichtsdestotrotz wird auch hier wieder Software King sein und wir wissen ja auch von den vorherigen Samsung Smartphones, dass die Software bei Samsung wirklich sehr ausgereift ist. Das war es aber auch schon mit meinem ersten Eindruck und auch ersten Bildern vom Samsung Galaxy Z Flip 5 in diesem Jahr. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Habt ihr Fragen, knallt das alles unten in den Kommentarbereich. Habt ihr Fragen zur Galaxy Watch 6, schaut euch das Video zur Galaxy Watch 6 an. Und habt ihr Fragen zum Z Fold 5, nämlich das ist das zweite Foldable von Samsung, dann schaut euch auch gerne dieses Video an. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.